Hallo, ich bin Togut Abi und ihr seid hier auf dem Kanal Pure Basic to Go. Hier dreht sich alles ums Programmieren, grundsätzlicherseits jetzt nicht auf eine bestimmte Programmiersprache getrimmt, aber selbstverständlich habe ich eine favorisierte Sprache. Das ist in diesem Fall Pure Basic. Da werde ich euch zeigen, wie ich damit ein Spiel programmiere. Ich bin ein großer Fan von Space-Simulationen, Spiele wie Elite und Star Citizen sind im Grunde genommen meine absoluten Favoriten. Bin natürlich ein ganz großer Freelancer-Fan. Ich habe eine Geschichte im Kopf, wo ich schon seit Jahren im Grunde genommen versuche, sie umzusetzen. Habe sie jetzt zum dritten Mal angefangen. Ja, ihr hört richtig, zum dritten Mal. Ich bin wieder zu meinen Wurzeln zurück, zu Pure Basic. Eine Variante der Sprache, die nicht so geläufig ist, und das ist hier auch gar nicht das Problem. Das Ergebnis zählt schlussendlich. Meine anderen Versuche waren in Godot, in Python and Panda. Ich habe sogar ganz früher mal in Blitz Basic und GFA Basic dieses Spiel versucht zu programmieren. Also die einen oder anderen merken schon, das ist schon eine ganze Weile her. Ja, ihr dürft mich begleiten. Das geht einmal über diesen YouTube-Kanal. Dann könnt ihr auch gerne meinen Discord-Channel besuchen. Mich gibt es auch auf Facebook. Natürlich im Pure Basic Board. Da findet man mich auch. Und selbstverständlich kann man natürlich auch über Zoom mit mir konferieren, während ich programmiere. Ob das immer und ständig angeboten wird, weiß ich nicht. Aber ich denke mal, das ist eine gute Sache für Leute, die sich fürs Programmieren interessieren, mal grundsätzlich reinzukommen, wie so ein, ja, Hobbyprogrammierer wie ich, abseits des Mainstreams, versucht, seine Geschichte umzusetzen. Auf jeden Fall mit sehr viel Elan und Geschick, hoffe ich mal. Also in diesem Sinne, folgt mir einfach, schaut mir über die Schulter und ja, weiter geht's nach dem Intro. Was soll es werden? Also grundsätzlich geht es dabei um Melissa. Melissa ist eine Waise, die nach einem Unfall ihrer Eltern, die mit ihrem Raumschiff im Hyperraum irgendwo kollidiert sind, sie dann gestrandet ist, im Grunde genommen am Arsch des Universums und muss jetzt zusehen, dass sie überlebt. Jemand, der nichts hat, noch ganz jung ist und ganz am Anfang steht, wo man nicht genau weiß, wer ist Freund, wer ist Feind, ist es eine sehr interessante Geschichtsfolge, die ich euch erzählen werde, wie Melissa halt es schafft, von ganz unten über einen sehr langen Zeitraum nach ganz oben zu gelangen. Kein Heldenepos, aber ich hoffe, es wird euch Spaß machen, dem Ganzen zu folgen. Und dafür benötige ich natürlich eine Grundlage. Die Grundlage ist im Grunde genommen einmal die Geschichte und dann natürlich ein Spiel, das ich programmiere mit euch zusammen. Und wir werden anfangen, im Grunde genommen, ja, ich werde euch die Programmiersprache etwas zeigen. Dann werde ich euch ein paar Tools zeigen, die ich dazu verwenden werde. Aber ich werde euch das nicht klein, klein, klein erklären. Da müsst ihr schon ein bisschen selber hinter sein. Ich möchte euch da nicht vorgreifen, denn nur das, was man selbst in Erfahrung bringt, lernt man so gut, dass man im Grunde genommen aus Eigenerfahrung handelt. Und das finde ich sehr essentiell, vor allen Dingen auch, damit euch Ideen kommen, wie man bestimmte Tools benutzen kann. Ja, und wenn wir das dann ganz kurz eingerichtet haben und ich euch die Tools gezeigt haben, werden wir dann in der nächsten Folge schon mal anfangen, ein Grundgerüst zu bauen. Damit geht es nämlich erstmal los. Bis wir nämlich eine Geschichte erzählen können, bedarf es eines Grundgerüstes. Das besteht halt darin, dass wir erstmal eine Art Framework zusammenbasteln. Framework, ja, ist ein neumodischer Begriff, der sehr oft in Programmiersprachen verwendet wird. Es ist eine Ansammlung von Funktionen, die man sich programmiert, um sie wiederzuverwenden. Ich nenne das Ganze einfach Grundprogramm und wir werden ein Grundprogramm zusammenschreiben, das es uns ermöglicht, viele verschiedene Aufgaben, die im Zusammenhang mit dem Spiel stehen, wie Editor, Geschichtenerzähler, Skript bauen, grafische Sachen berechnen, Threading, um solche Dinge
vernünftig machen zu können, brauchen wir auch Tools, die wir uns selber schreiben, kleine Tools zur Fehlerbehebung, Fehlererkennung, Fehleraufzeichnung und natürlich, um Funktionen auszuführen, die wir jederzeit brauchen. Ich nehme mal an, so die ersten 3, 4 Teile wird sich einfach damit befassen, dass wir dieses Grundprogramm bauen. Und wenn wir das erste Grundprogramm so einigermaßen geschafft haben, dann kommt das erste Tool, was wir damit machen, damit wir sehen, dass das auch so funktioniert, wie ich das mache. Und damit ihr vielleicht einen Anreiz habt, euren Aufbau genauso zu organisieren. Das müsst ihr nicht, da könnt ihr frei entscheiden, wie ihr das machen wollt. Ich möchte euch da nur einen Anschubser geben. Dann wagen wir uns im Grunde genommen an die Engine. Es wird ja ein 3D-Spiel und deswegen brauchen wir auch eine 3D-Engine. Ich kann hier schon mal vorwegnehmen, Pure Basic verwendet standardmäßig die Ogre Engine, allerdings eine sehr alte 1.2, die es halt als DLL gibt, mit denen, also die kann man im Grunde genommen von Pure Basic aus direkt verwenden. Alle C-Anbindungen funktionieren leider mit Pure Basic nicht so direkt. Pure Basic hat jetzt ein Update bekommen, 6.0. Das hat auch eine C-Anbindung. Und damit könnte man natürlich auch andere Engines bearbeiten. Aber ich werde mich einfach darauf konzentrieren, die Programmiersprache zu benutzen, die ich kann und die jeder sehr schnell, also die jeder wirklich sehr schnell und einfach erlernen kann. Und vor allen Dingen die Turnaround-Zeiten, also schreiben, starten, ausprobieren, Fehler, neu schreiben. So, diese Turnaround-Zeit ist halt einfach extrem schnell bei Pure Basic, sodass ich mir auch solche Schmankerl erlauben kann, wie mehrere Programme gleichzeitig kompilieren, gleichzeitig starten und in Multiprozessor-Technik zu arbeiten. Aber das ist noch ganz ferne Musik. Ich sage es nur, damit ihr einen Ausblick darüber habt, wo die Reise hingeht. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach viel Spaß dabei, mich zu beobachten, wie ich auch versage. Das ist ein ganz wichtiger Teil beim Programmieren. Versagen, lernen, neu machen. Eben try and forget. Wenn euch das gefällt, was ihr seht und hört, dann liked den Kanal, tut ihn weiterempfehlen, lasst einen Kommentar da, schreibt Fragen. Und wenn euch das gar nicht gefällt, was ich mache, könnt ihr mir auch negative Kommentare geben. Da habe ich kein Problem mit. Genau, in diesem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Teil. Der kommt dann irgendwann. Bis dann.